Liebe Teilnehmende des Afrodiaspora Composing While Black Symposiums, bevor ich beginne, möchte ich dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Haus der Kulturen der Welt und dem Staatlichen Institut für Musikforschung dafür danken, dass sie dieses Symposium möglich gemacht haben. Heute hier zu Ihnen zu sprechen, ist für mich eine besondere Ehre. Afrodiasporische, klassische und neue Musik ist hörbar und präsent, und doch bewegt sie sich in einem Feld, das ihr Vorhandensein über lange Zeit systematisch geleugnet hat. In meiner Keynote möchte ich beleuchten, wie zeitgenössische Kritik und öffentliche Diskurse auf diese Musik reagieren. Dabei gehe ich der Frage nach, welche Kategorien, welche Hörgewohnheiten, welche historisch gewachsenen Erwartungen ihre Wahrnehmung bestimmen. Im Zentrum steht die Rezeption als Praxis des Hörens, ein Raum, in dem Geschichte, ästhetische Sensibilität und kulturelle Macht aufeinandertreffen und in dem neue Resonanzen entstehen. 1970 erschien das Album The Black Composer in America. Die Aufnahme war eine der ersten Einspielungen von Musik afroamerikanischer klassischer Komponisten des 20. Jahrhunderts und enthielt unter anderem Werke von William Dawson und Talab Rasul Hakim, deren Kompositionen auch Teil des DSO Saison-Schwerpunkts Afrodiaspora Composing While Black sind. George Walker, der erste schwarze Komponist, der den Pulitzer Prize erhielt und von dem in dieser Saison ebenfalls ein Werk zu hören ist, bezeichnete das Album 1991 in einem Artikel der New York Times als bahnbrechend. Bemerkenswert ist dies jedoch nicht nur die Musik, sondern auch das Cover. Dort findet sich ein Zitat von Thomas Jefferson, dem dritten Präsidenten der USA und Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung, aus Notes on the State of Virginia, einem Schlüsseltext der US-amerikanischen Geschichte. Dort schreibt Jefferson über schwarze Menschen und deren vermeintlich natürliche Musikalität. In der Musik sind sie im Allgemeinen begabter als Weiße, haben ein gutes Gehör für Melodien und Rhythmus und sind in der Lage, sich kleine Melodien auszudenken. Ob sie auch in der Lage sind, umfangreichere Melodien oder komplizierte Harmonien zu komponieren, muss ich noch zeigen. Dieses Zitat fasst die Problematik dessen zusammen, was George Lewis und ich als Composing While Black bezeichnet haben. Jefferson entwirft in Notes on the State of Virginia eine Wissensordnung, in der schwarze Menschen als minder befähigt verankert werden. Seine Bemerkung zur angeblichen begrenzten musikalischen Kompetenz schwarzer KomponistInnen ist kein Nebensatz, sondern Ausdruck eines größeren epistemischen Projekts, der Festlegung ästhetischer Intelligenz als exklusiv weiße Domäne. Genau an diesem Punkt setzt der Philosoph Charles Mills jedoch mit einer dezidiert kritischen Gegenanalyse an. Mills beschreibt in seiner Studie The Racial Contract jene Menschen als Subpersons, denen das weiße epistemische System den Status vollwertiger Rationalität abspricht. Menschen, die, wie er schreibt, Zitat, kognitiv unterlegen sind und denen die wesentliche Rationalität fehlt, die sie zu vollwertigen Menschen machen würden. Jefferson formuliert diese Haltung bereits im 18. Jahrhundert vor, eine Ontologie der Ungleichheit, in der schwarze Subjekte nur bis zu einem bestimmten Punkt als denk- und schöpfungsfähig gelten dürfen. So erscheint Jeffersons Aussage nicht als historisches Relikt, sondern als frühe Artikulation jenes epistemischen Regimes, die afrodiasporische KomponistInnen bis weit in die Gegenwart begleitet. Eine Ordnung, die definiert, wer überhaupt als komponierendes Subjekt sichtbar werden kann. Es ist schwer, die Ironie zu übersehen. Zur selben Zeit, als Jefferson diese Sätze formulierte, komponierte Joseph de Boulogne, Chevalier de Saint-Georges in Paris, Opern, Symphonien und Streichquartette. Interessanter als die in Jeffersons Ausführungen enthaltene Hierarchisierung musikalischer Parameter ist jedoch ein anderes Moment, die Art und Weise, wie ästhetische Autorität als kulturelle Macht wirkt.
Sie zwingt afrodiasporische Komponistinnen, historisch betrachtet, zu einem Verhalten, das sich mit einem mathematischen Bild beschreiben lässt, dem asymptotischen Verhalten. Eine Asymptot ist bekanntlich eine Linie, der sich eine Kurve annähert, ohne sie von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen zu erreichen. Übertragen auf die Musik bedeutet das: Schwarze Komponistinnen sollen ständig beweisen, dass sie nicht das sind, was Jefferson unterstellte, dass sie also fähig sind zu umfangreichen Melodien und komplizierten Harmonien. Doch dieser Beweis ist historisch unabschließbar. Jede neue Generation muss ihn wieder erbringen. Jede einzelne Komponistin und jeder einzelne Komponist muss ihn erneut antreten. Das ist die epistemische Dynamik, die Composing While Black strukturiert. Ich möchte das an einer kurzen persönlichen Erfahrung verdeutlichen. Während meines Studiums an der Columbia University hörte ich zum ersten Mal, dass Oliver Nelson in den 50er Jahren eine Sonate für Altsaxophon und Klavier komponiert hatte. Ich möchte an der Stelle das Largo aus der Sonate vorspielen. Ich bin selbst Saxophonist und kannte Nelson als Saxophonisten, Komponisten, Arrangeur und hatte eines seiner Soli gelernt, doch von seiner klassischen Kompositionstätigkeit wusste ich bis dahin nichts. Erst später erfuhr ich, dass Nelson Komposition studiert hatte und sogar ein Schüler Elliott Carters war. Seit vielen Jahren suche ich erfolglos nach den Noten dieser Sonate. Als ich vor einigen Wochen erneut suchte, bekam ich über Google einen sogenannten AI-Overview. Und dieser erklärte mir Folgendes, ich zitiere: Die Suchergebnisse weisen nicht auf die Existenz einer Sonate von Oliver Nelson für ein Instrument hin. Die Suchergebnisse beziehen sich auf Oliver Nelsons Arbeit als Jazzkomponist und Musiker. Die KI bot mir dann freundlicherweise auch gleich, Zitat, mögliche Gründe für meine Verwirrung an. Diese waren Missverständnis, ich zitiere, es könnte ein Missverständnis bezüglich des Namens Sonata geben. Oliver Nelson ist bekannt für seine Jazzkomposition, nicht für klassische Sonaten.
Fehlinformation. Der Begriff Sonata könnte informell verwendet werden, um ein längeres, mehrsätziges Stück von Nelson zu bezeichnen, anstatt eine formelle klassische Sonate. Ich muss wohl nicht ausführen, dass weder ein Missverständnis noch eine Fehlinformation vorlag. Was sich hier zeigt, ist eine systematische Verweigerung ästhetischer Mobilität. Die Annahme, dass ein schwarzer Komponist, der einmal im Feld des Jazz verortet wurde, per se nicht als Schöpfer eines klassischen Werkes gelten könne. Diese Logik folgt einer genealogischen und kulturellen Zugehörigkeitsordnung, die analog zur One-Drop-Rule ästhetische Identität hierarchisch und exklusiv definiert. Die One-Drop-Rule, ein zentrales Prinzip der US-amerikanischen Segregationspraxis, beruhte auf der Vorstellung, dass bereits ein, in Anführungszeichen, Tropfen schwarzen Blutes ausreicht, um eine Person dauerhaft und unwiderruflich einer untergeordneten Kategorie zuzuweisen. Sie reduzierte komplexe Identitäten auf binäre Zuordnung und stabilisierte damit starre soziale Grenzen. Ähnlich operieren musikhistoriografische und musikkritische Kategorisierungen. Wer einmal ästhetisch und ethnisch kodiert als Jazzmusikerin markiert ist, wird häufig daran gehindert, in anderen musikalischen Feldern überhaupt denkbar zu sein. Die tatsächliche Vielschichtigkeit künstlerischer Praxis wird einer vermeintlichen Reinheit der Kategorien geopfert und genau hier reproduziert sich die epistemische Struktur, die afrodiasporische Komponistinnen in engen ästhetischen Rahmen festschreibt, anstatt ihre multiplen Positionalitäten anzuerkennen. Solche Diskursordnungen prägen die Art und Weise, wie afrodiasporische Komponistinnen überhaupt wahrgenommen und ästhetisch verortet werden. Die musikkritische Rezeption afrodiasporischer neuer Musik offenbart häufig tiefsitzende epistemische Erwartungen und genau das lässt sich exemplarisch an einer Rezension der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beobachten, in der 2021 ein von George Lewis kuratiertes Konzert des Ensemble Modern besprochen wurde. In diesem Konzert, das den Titel Afro-Modernism in Contemporary Music trug und im Rahmen des Festivals Märzmusik stattfand, waren Werke von Alvin Singleton, Tanya Leon, Daniel Kidane, Andile Khumalo, Hannah Kendall und Jesse Cox zu hören. Die Rezension ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich, weniger wegen ihres Urteils über das Konzert als wegen der epistemischen Annahmen, die dieses Urteil überhaupt erst möglich machen. Bereits der Einstieg der Rezension verrät ein implizites Paradigma. Die Erwartung, ein Festival, das sich mit afrodiasporischer neuer Musik befasst, müsse einen, in Anführungszeichen, schwarzen Klang hervorbringen. Wenn der Rezensent fragt, ob Märzmusik Afrika wirklich höre, sedimentieren sich darin zwei grundlegende Annahmen, die sein Urteil vorstrukturieren. Zum einen die Gleichsetzung von Black Music mit einer vermeintlich homogenen afrikanischen Herkunftsästhetik, zum anderen die Erwartung, dass eine solche Ästhetik über eindeutig hörbare Marker zu identifizieren sei. Die Vorstellung eines identifizierbaren Black Sound ist dabei weniger eine Eigenschaft afrodiasporischer neuer Musik als ein epistemisches Produkt der westeuropäisch konnotierten ästhetischen Moderne. Ein Raster, das Differenz über akustische Signaturen sichern möchte und Klang so zum Identitätsausweis macht. Vor diesem Hintergrund erhält auch die Bemerkung, der Unterschied zum, zitiere, Normalsound der neuen Musikfestivals sei gering, ihr eigentliches Gewicht. Sie setzt voraus, dass afrodiasporische Ästhetik nur dann erkennbar sei, wenn sie sich durch exotisierbare Idiome vom bestehenden Repertoire abhebe. Die Kritik greift damit auf koloniale Hörkonventionen zurück, in denen musikalische Praxis primär als Herkunftsmarker gelesen und ästhetische Komplexität durch ethnografische Erwartungshorizonte überblendet wurde. Ein zentraler Bestandteil dieser Denkfigur ist die fortgesetzte Konfusion zwischen dem Afrikanischen und dem Afrodiasporischen. In der Rezension werden beide Begriffe nahezu synonym verwendet, als ließe sich eine diasporische, urbane, transnationale und häufig akademisch geprägte Musikproduktion bruchlos auf einen vermeintlich authentischen Ursprung zurückführen.
Dass afrodiasporische neue Musik gerade durch Kreolisierung und konzeptuelle Offenheit geprägt ist, erscheint unter dieser Perspektive kaum denkbar. Auch die Beschreibung der KomponistInnen fügt sich in dieses Muster ein. Hinweise auf institutionelle Netzwerke, akademische Ausbildung oder technische Versiertheit werden weniger als Zeichen professioneller Agency gelesen, sondern implizit als Indikatoren ästhetischer Assimilation. Der unausgesprochene Schluss lautet, was im idiomatischen Rahmen der neuen Musik operiert, kann nicht zugleich Black sein. Damit wird eine ältere epistemische Figur erneuert, nach der afrodiasporische Kunst nur dann als solche gilt, wenn sie sich durch eindeutig markierbare Differenz ausweist. Was ein solcher Zugriff jedoch systematisch ausblendet, ist die Tatsache, dass afrodiasporische neue Musik nicht von einem unveränderlichen Ursprung her gedacht werden kann. Sie entsteht aus einer Vielzahl ästhetischer Positionen, die relational, kritisch und historisch informiert operieren. KünstlerInnen wie Alvin Singleton, Tanya Leon, Andile Komalle oder Hannah Kendall formulieren ihre Praxis nicht als Rückkehr zu einer vermeintlich authentischen Herkunft, sondern als gegenwärtige, vielstimmige Selbstverortung. Diasporisch, experimentell, reflektiert und dem Bewusstsein verpflichtet, dass Identität nicht überdeterminiert ist, sondern gestaltet wird. Gerade weil afrodiasporische neue Musik sich nicht auf einen verlorenen Ursprung zurückführen lässt, sondern auf gegenwärtige Positionierung verweist, muss auch das Hören anders gefasst werden. An dieser Schnittstelle wird Resonanz zu einer entscheidenden Kategorie. Resonanz in einem ästhetischen wie epistemischen Sinn bezeichnet mehr als bloßes Mitschwingen. Sie beschreibt eine Form des Hörens, die nicht auf Wiedererkennen, sondern auf Veränderbarkeit zielt. Die Bereitschaft, sich von dem, was man hört, innerlich verschieben zu lassen. Gerade im Umgang mit afrodiasporischer klassischer Musik ist Resonanz deshalb kein akustisches, sondern ein kulturelles Konzept. Sie entsteht dort, wo Rezeption nicht nach Bestätigung vertrauter Kategorien sucht, Herkunft, Authentizität, stilistische Marker, sondern die ästhetischen Logiken dieser Musik als eigenständige Wissensform ernst nimmt. Resonanz setzt damit eine Haltung voraus, die das Hören selbst in Frage stellt. Die Offenheit, dass ein Werk nicht in die vorhandenen Raster passt und dadurch neue Perspektiven eröffnet. Gerade weil afrodiasporische neue Musik sich nicht auf einen verlorenen Ursprung zurückführen lässt, sondern auf gegenwärtige Positionierung verweist, muss auch das Hören anders gefasst werden. An dieser Schnittstelle wird Resonanz zu einer entscheidenden Kategorie. Die Idee eines resonanten Hörens lässt sich besonders deutlich an jenen Werken nachvollziehen, die afrodiasporische musikalische Logiken nicht nur thematisieren, sondern als ästhetische Struktur entfalten. Ollie Wilson gehört zu jenen Komponisten, die diese Perspektive in beispielhafter Weise entwickelt haben. Sein Oeuvre basiert auf der Überzeugung, dass afroamerikanische Musik nicht lediglich ein Repertoire bestimmter Stile oder idiomatischer Gesten ist, sondern eine ästhetische Systematik entfaltet. Ein conceptual approach to music making, wie Wilson es nannte, die sich durch spezifische Organisationsformen von Zeit, Klang, Interaktion und Artikulation auszeichnet. Resonanz verlangt daher nicht, diese Musik in vertraute Parameter einzupassen, sondern die eigenen Hörgewohnheiten so zu öffnen, dass diese ästhetischen Prinzipien als tragende Struktur erkennbar werden. Wilson hat diese Perspektive nicht nur theoretisch entwickelt, sondern in einem Werk wie Shango Memory kompositorisch radikalisiert. Das Stück stellt keine programmatische Illustration westafrikanischer und afrokaribischer Spiritualität dar. Vielmehr entfaltet es eine Klangarchitektur, in der repetitive Verdichtung und dichte Klangballungen eine Form des Erinnerns hörbar machen, die nicht linear, sondern zirkulär, schichtend, transformativ operiert. Shango Memory ist ein Beispiel dafür, wie afrodiasporische neue Musik nicht nur historische Erfahrungen ausdrückt, sondern zugleich epistemische Modelle bereitstellt. Formen, in denen Wissen, Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschränkt werden.
Ein resonantes Hören beginnt dort, wo diese Modelle als autonome ästhetische Logiken anerkannt werden, nicht als Abweichung vom Kanon, sondern als Beitrag zu einer pluralen Moderne. Dass ein Werk wie Shango Memory, das im Eröffnungskonzert der DSO-Saison zu hören war, heute mit Begeisterung aufgenommen wird, in einer Tagesspiegel-Rezension wurde es etwa als Entdeckung des Abends gepriesen, verweist auf eine wachsende Bereitschaft, sich auf diese anderen Hörformen einzulassen. Doch Resonanz bleibt an Bedingungen gebunden. Sie entsteht nicht automatisch, sondern durch eine Verschiebung des Erwartungshorizonts, die Wilson selbst immer wieder eingefordert hat. Wer Shango Memory hört, ohne die ihm zugrunde liegenden ästhetischen Prinzipien mitzuhören, wird das Werk leicht als exotisch, rhythmisch, energiegeladen beschreiben. Kategorien, die letztlich die Differenz abfedern, anstatt sie produktiv zu machen. Resonanz heißt dagegen, diese Differenz als epistemische Herausforderung ernst zu nehmen. Ein ähnlicher Mechanismus zeigt sich bei William Dawson, dessen Negro-Folk-Symphonie eine andere, aber ebenso komplexe Form afrodiasporischer Geschichtserfahrung artikuliert. Dawson arbeitet nicht mit anthropologisierenden Folklore-Gesten, sondern mit einem tief strukturierten Umgang mit afroamerikanischen religiösen Volksliedern, ein Begriff, den Dawson anstelle der Bezeichnung Spirituals verwendet. Diese dienen ihm als historische Dokumente einer gewaltvollen Erfahrung, als ästhetische Ressource, schwarzer Selbstbehauptung und als Material, das sich innerhalb symphonischer Architektur gegen deren traditionelle Logiken behauptet. Tatsächlich basiert ein Großteil des thematischen Materials der Negro-Folk-Symphonie auf afroamerikanischen religiösen Volksliedern, die für Dawson Group Expressions, Gruppenausdrücke sind. Diese Songs spiegeln ihm zufolge, Zitat, die Grausamkeiten wider, die den Versklavten von ihren Herren und Aufsehern zugefügt wurden, sowie die Qualen und seelischen Verwundungen, die aus diesen Grausamkeiten hervorgingen. In seinem Essay The Religious Folk Songs of the American Negro formuliert Dawson eine zentrale Bedingung für das Verstehen dieser Musik. Ich zitiere: Um sie angemessen zu interpretieren, muss man sich mit den Bedingungen und Umständen vertraut machen, unter denen sie entstanden sind. Ebenso wichtig ist es, die Eigenschaften der Musik selbst zu studieren. Dieser Gedanke berührt unmittelbar den Resonanzbegriff. Dawson insistiert darauf, dass Spirituals nicht lediglich Themen sind, die man wie melodische Bausteine behandeln kann, sondern dass ihr Klang, ihre Form, ihre Gestik untrennbar an konkrete historische Existenzbedingungen gebunden sind. An Gewalt, Gemeinschaft, Widerstand, Überleben. Resonanz entsteht hier nicht durch Identifikation, sondern durch ein sich einlassen auf jene Erfahrungs- und Wissenshorizonte, die in den Songs sedimentiert sind. Dawson selbst hat in den Liner Notes zur ersten Einspielung der Negro-Folk-Symphonie davon gesprochen, dass eine, Zitat, Verbindung aus einer menschlichen Kette herausgenommen wurde, als der erste Afrikaner von den Küsten seines Heimatlandes fortgenommen und in die Sklaverei geschickt wurde. Diese Vorstellung eines Missing Link, musikalisch durch das den ersten Satz der Symphonie eröffnende Leitmotiv markiert, formt das Werk von innen heraus. Sie erzeugt jede spezifische Syntax des Unterbrochenen, die abgebrochenen, verschobenen, aufgeschobenen Gesten, die dem Werk sein Profil geben. Und diese Gesten sind nicht bloße Effekte, sie sind die kompositorische Übersetzung eines historischen Risses. Sie sind die musikalische Artikulation jener Bedingungen und Umstände, die Dawson zur Voraussetzung jedes verstehenden Hörens erklärt. Die Unterbrechungen, Auslassungen, offenen Wunden afroamerikanischer Geschichte. Wer diese Struktur ernst nimmt, hört die Symphonie nicht als folkloristische Ergänzung des Kanons, sondern als Werk, das die symphonische Form selbst verschiebt, als Spannung zwischen einem Material, in das sich historisches Trauma eingeschrieben hat, und einem europäischen Formideal, das gerade durch seine Reibung am afroamerikanischen Klanggedächtnis neue Bedeutung gewinnt.
In beiden Fällen, Wilson und Dawson, wird deutlich, dass Resonanz nicht mit einem liberalen Ideal des offenen Ohres verwechselt werden darf. Sie verlangt vielmehr eine aktive Bewegung, die Bereitschaft, die eigenen Kategorien zu befragen und afrodiasporische Klangsprachen als Träger historischer Erfahrung wie auch als eigenständige ästhetische Erfindungen zu verstehen. Resonanz bedeutet daher nicht, Unterschiede einzuebnen, sondern sie auszuhalten und als Quelle ästhetischer Erkenntnis zu verstehen. So eröffnet sich ein anderes Hören, eines, das sowohl Wilsons komplexe Erinnerungsgeschichten als auch Dawsons strukturelle Verdichtung nicht als Abweichung vom symphonischen Modell versteht, sondern als Erweiterung dessen, was Symphonie überhaupt bedeuten kann. Ein Hören, das nicht nur reagiert, sondern antwortet und in diesen Antworten die Vielstimmigkeit musikalischer Moderne anerkennt. Vielen Dank.